Ihr habt Lust auf eine Fahrradtour mit unzähligen Highlights in einer der schönsten Regionen Bayerns, bei der ihr idyllische Natur und majestätische Schlösser mit sportlicher Bewegung verbinden könnt? Dann ist unsere rund 70 Kilometer lange Fahrradtour von Frontensteinach bis Schongau vielleicht genau das Richtige für euch. Wir erkunden herrliche, kristallklare Seen, entdecken die wohl bekanntesten Schlösser der Region und radeln auf autofreien Wegen. Mal auf Asphalt, mal auf Schotter. Es geht durch die eindrucksvolle Kulisse der Alpen, dann wieder über sanfte Hügel und immer mit einzigartigen Momenten am Wegesrand. Warum diese Tour uns tierischen Spaß gemacht hat und ihr sie unbedingt mal nachradeln solltet, das erfahrt ihr jetzt. Servus miteinander, willkommen zu einer neuen Tour. Herzlich willkommen aus einem sehr winterlichen kleinen Örtchen hier. Wir sind in Frontensteinach. Wir haben unsere Fahrräder dabei und wollen eine schöne winterliche Berg- und Seentour machen heute, oder? Auf jeden Fall, wir wurden jetzt schon ein bisschen inspiriert von der Fahrt, die ist ja immer wieder wunderschön von Garmisch bis hierher. Ist auch im Deutschland-Ticket mit enthalten, das so als kleinen Tipp. Und ja, winterlich und wunderschön geht es jetzt hoffentlich auch weiter entlang mehrerer Seen heute. Vorbei an der schönen Stadt Füssen und ja, mit ein paar Blicken wahrscheinlich auch ebenfalls schön anzusehende Schlösser. Einige sehr bekannte Schlösser. Ja, vermutlich. Und auf den restlichen Weg lassen wir uns dann überraschen, denn es geht bis nach Schongau. Ja, neuer Helm sitzt. Wir sind bereit, also geht's los. Ab ins Allgäu und ganz viel Spaß. Viel Freude. Von unserem Startpunkt, dem Bahnhof Frontensteinach, beginnen wir bei noch ziemlich frostigen Temperaturen unsere Tour auf vorbildlich asphaltierten Radwegen und entdecken schon bald die ersten Wegweiser. Direkt zu Beginn warten einige kleine Anstiege und Höhenmeter auf uns. Einerseits ist das gut, um sich warm strampeln zu können, andererseits fällt es uns in der ersten halben Stunde einer Tour meistens schwer in Tritt zu kommen, was das Bergauffahren nicht gerade einfacher macht. Anstrengung hin oder her. Während wir auf ein Feld abbiegen und die Berggipfel in der Ferne vor uns auftauchen, zieht die herrliche Landidylle uns voll und ganz in ihren Bann. Fasziniert von der morgendlichen Stimmung freuen wir uns über das fast schon atmosphärische Knacken der noch zugefrorenen Pfützen unter unseren Rädern und spüren die vielversprechenden Sonnenstrahlen auf unseren kalten Gesichtern. Auf unserer Fahrt über ruhige Straßen, vorbei an kleinen Dörfern rollen wir zuletzt steil und schnell bergab, als hätten wir es ganz besonders eilig, den ersten landschaftlichen Höhepunkt unserer Tour zu erreichen, den Weißensee. Gelegen auf 787 Metern über dem Meeresspiegel bietet der Weißensee Fischen und Wasservögeln einen Lebensraum im Landschaftsschutzgebiet. Ein leichter Wanderweg führt in etwa 6 Kilometern einmal um den See herum und schenkt Ruhesuchenden sowohl Erholung als auch Naturerlebnis. Die direkt angrenzende ehemalige Gemeinde Weißensee gehört heutzutage zur Stadt Füssen. Willkommen am Weißensee. Das war jetzt eine tolle Abfahrt, ganz schön schnell. Und jetzt sind wir hier am Seeufer angekommen. Hier gibt es richtig gute Fahrradstände. Da darf jetzt das Fahrrad mal kurz warten. Scheint es einen richtigen Badestrand zu geben. Toll.
Also das ist ja auch ein Ding. Hier gibt es sogar eine Umkleide. Cool. Richtige Umkleidekabine. Nicht schlecht. Kaum hast du das geöffnet, kriegen wir hier gleich Besuch. Ja, aber ihr bekommt nichts. Also wir würden sowieso auch keine Enten füttern, normal. Aber da ist auch noch mal so ein ganz großes Schild, wo drauf steht, dass man die Vögel bitte nicht füttern. Schon gar nicht mit Energy Chocoballs oder was auch immer das ist. Die kriegen die selber. Die müssen selber ihr Futter sich suchen. Mhm. Wie wir. Wir müssen es im Supermarkt jagen. Ja. Das ist mein Lieblingsfahrradweg hier. Ab heute. Ja, vorher kann ich ihn ja nicht. Ja, es ist echt schon herrlich, ja. Meine Herren. Also das ist echt gerade richtig schön hier. Gibt noch einen kleinen Pavillon, wo man sich reinsetzen kann. Wir können uns natürlich vorstellen, dass an etwas stärker frequentierten Tagen hier ganz schön was los ist auf dem Weg. Und das ist natürlich immer wichtig, dann gerade als Radfahrender ein bisschen Rücksicht zu zeigen. Das sollte ja bei unserer Community ja immer der Fall sein. Ja, aber können wir auf jeden Fall empfehlen, den Weg hier. Nach der Entdeckung dieses wunderbar idyllischen Sees geht es für uns über Straßen und durch den Wald weiter. Wir radeln hier wieder viel bergauf, denn es gilt, einen kleinen Bergkamm zu überwinden, bevor wir den nächsten, etwa 80 Meter höher gelegenen See einen Besuch abstatten können. Willkommen vom Alatsee oder Alatsee hier in der Nähe von Füssen. Das ist unser zweiter See der Runde. Ist wirklich sehr schön naturbelassen hier, ein kleinerer See, aber ganz toll. Und es gibt hier auch wohl so einen schönen Rundweg, wo man rumwandern kann und wird auch ein bisschen einem was erzählt zu verschiedenen Vögeln, die es hier gibt. Ja, also total süß gemacht. Wir fahren jetzt aber dann gleich weiter in Richtung Füssen. In den Ortsteil Bad Faulenbach, aber dann ja nicht durch den Ortskern von Füssen, sondern dann so ein bisschen vorbei und dann schon wieder zum nächsten See der Runde. Hier kommt man direkt wieder nicht besonders weit. Nächstes Highlight. Eine Schaukel. Aber die ist nicht ganz ohne. Hä? nicht ganz ohne. Die hängt ja schon direkt über dem Wasser. Aber das Wasser, das sieht halt auch wunderschön aus. Ich wette, im Sommer, obwohl darf man hier überhaupt baden? Keine Ahnung. Aber da drüben noch so ein Schwingteil ist, guck mal, da haben sie extra so kleine Stufen an dem Baum gemacht und dann schwingen die hier ins Wasser. Das geht ja auch super schnell ganz tief rein hier, so wie das aussieht. Aber das ist schon fest, glaube ich. Ja, was sagt ihr, ist das fest? Also ich hätte ein bisschen Angst, aber gut, Anne ist nicht wasserscheu, auch nicht im Winter. Wenn ich jetzt ein bisschen schaukel, dann könnte ich vielleicht sogar springen, wenn du mir die Hand hinhältst. Oh Gott. Gut. Vorbei an 2 weiteren kleinen Seen im winterlichen Gewand erreichen wir Füssens Stadtteil Bad Faulenbach, in dem es immer ein wenig nach Schwefel riecht und der wegen jener Quellen als Kurort anerkannt ist.
Auch erhaschen wir einen Blick auf das hohe Schloss Füssen und das ehemalige Benediktinerkloster St. Mang. Jetzt ist Absteigen angesagt. Kurze Schiebestrecke. Aber für das Highlight, was jetzt auf uns wartet, lohnt es sich auch auf jeden Fall mal abzusteigen vom Fahrrad. Ja, zumal man dann ein bisschen von der Straße spart, die wir dann noch hochfahren müssen. Immer dem Rauschen des Wassers folgend erblicken wir bald den Lechfall. Ein 8 Meter hohes Wehr, das im 18. Jahrhundert errichtet wurde, um aus der Wasserkraft des Lechs Energie zu erzeugen. Die tiefe und mystische Klamm auf der anderen Seite der Brücke entstand in der Würmeiszeit vor 12.000 Jahren. Entlang der Straße fahren wir vorbei am Naturerlebniszentrum und dem Baumkronenweg Ziegelwies. Bald schon überqueren wir die Grenze nach Österreich und finden uns in Tirol wieder. Leider liegt der Radweg ein ganzes Stück nah an der stärker befahrenen Verbindungsstraße. So freuen wir uns, als unsere Strecke uns von der Fahrbahn weg und stattdessen an einem Flussbett entlang führt, bevor wir, umgeben von hohen Bergen, ein idyllisches, bäuerliches Dorf erreichen und ein paar typische Klänge erklingen hören. Willkommen in Tirol. Der nächste Anstieg zum nächsten Highlight und zum nächsten See, ich glaube mittlerweile der 5. oder 6. Jetzt etwa 60 Höhenmeter auf einen sehr schönen Schotterpfad jetzt, für den ich gerade definitiv den zu hohen Gang drin habe. Das kurze Stück Straße war jetzt kurz nervig, aber ansonsten auch bisher wieder auf super Wegen unterwegs, meist abseits des Autoverkehrs und durch die schönste Natur. Nach einer wunderbaren, wenn auch schweißtreibenden Bergetappe auf Schotterwegen kommen wir glücklich und erschöpft am wunderschönen Alpsee an und sind damit auch wieder zurück im Bundesland Bayern. Wir nutzen die perfekte Gelegenheit, um uns in dieser Kulisse eine Stärkung zu gönnen. Am Fuße des imposanten Berges Säuling gelegen, umgibt den Alpsee, der als einer der saubersten Seen Deutschland gilt, eine traumhafte Alpenszenerie. Picknick! Auf dem schönsten Picknickplatz. Und die Sonne scheint. Geht weiter. Ja, schweren Herzens, aber wir haben ja noch immerhin 42 Kilometer, die wir fahren wollen heute. Und noch einiges, was wir uns anschauen wollen vom Radl aus. Das heißt, wir können jetzt hier nicht ewig Pause machen, aber ja, tat gut, jetzt mal in der Sonne zu sitzen. Und jetzt geht's weiter. Wir rollen wieder, direkt schon wieder die ersten Höhenmeter gemacht, aber insgesamt ist diese Tour eigentlich sehr
steigungsarm, wenn man das so ausdrücken kann. Also es sind immer mal kürzere Anstiege, es sind auch mal etwas steilere Anstiege. Insgesamt wohl so um die 700 Höhenmeter. Auf der Strecke ist das aber, denke ich, dafür, dass man hier wirklich mitten in den Alpen ist. Also anders kann man es ja jetzt eben auch nicht sagen. Also wir fahren ja hier durch die herrlichste Alpenlandschaft mit den Seen, mit den Bergen, immer im Hintergrund. Ja, dafür ist das doch eigentlich eine relativ flache Tour. In das flache Gelände kommen wir natürlich erst noch, nachdem wir jetzt dann das nächste große Highlight passiert haben. Also seid gespannt, was diese Tour noch so mit sich bringt und begleitet uns auf jeden Fall noch weiterhin. Und dieser Weg hier oberhalb vom Alpsee ist wirklich ein absoluter Traum. Mehr los als da oben auf der einsamen Bank. Ich habe so leicht die Vermutung, dass es an dem Schloss hinter uns liegt, dass hier etwas mehr los ist und an dem großen Busparkplatz. Habe ich jetzt gar nicht erwartet. Habe ich irgendwie noch gar nicht gesehen da oben, als wir mal im Alpsee waren. Aber gut, man sieht ja jeden Tag was Neues. Wahrscheinlich kamen wir jetzt von hier. Und hier haben wir Blick auf das Schloss Hohenschwangau. Das ist das Schloss Hohenschwangau. Und hier das Schloss Neuschwanstein. Und welches findest du jetzt schöner? Ich sehe ja das andere noch gar nicht. Ich weiß ja auch überhaupt nicht, wie das Schloss Neuschwanstein aussieht. Da muss ich ja erstmal, ja wohl da hinten ist es, aber ja, wir sind beide schön. Sie sind beide schön aus der Ferne. Ich muss da nicht unbedingt rein, ehrlich gesagt. Märchenhaft. Märchenhaft schön, ja. Durch die noch einigermaßen freien Straßen von Schwangau schlängeln wir uns vorwärts, in der Hoffnung, dass wir auch vom Radweg aus einen Blick auf das berühmteste Schloss Deutschlands werfen können. Das Märchenschloss König Ludwigs II., errichtet im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, gilt als Meisterstück der Bauepoche des europäischen Historismus. Bereits seit 1886 empfängt das Schloss Neuschwanstein Besucherinnen und Besucher mit stetig steigenden Zahlen. In der Hochsaison sind 6.000 Gäste am Tag keine Seltenheit. Eine Zahl, die man sich kaum vorstellen mag. Uns war schon der geringe touristische Trubel für heute genug. Wir ziehen uns lieber wieder auf einen wunderbaren Radweg in die Natur zurück, den wir heute trotz des herrlichen Wetters ganz für uns alleine haben. Eine Absperrung wegen Baumfällungsarbeiten zwingt uns, diesen tollen Radweg zu verlassen und uns einen anderen Weg zu suchen. Doch so können wir immerhin noch von weitem einen letzten guten Blick auf das Schloss Neuschwanstein erhaschen und auch an einer schön gestalteten Kirche vorbeiradeln. Die Strecke führt uns über Felder, eine kleine Brücke und auf bestem Asphalt durch die Landschaft und bietet dabei herrliches Radelvergnügen. Weiter geht es entlang des Bannwaldsees Richtung Norden, während die Gipfel der Berge langsam immer weiter in die Ferne rücken.
Ja, der Weg wird jetzt durchaus flacher, aber wir sind trotzdem immer noch die ganze Zeit sehr gut am Strampeln, weil es dennoch leicht bergauf geht, so bei 1-2%igen Steigung. Und wir sind jetzt trotzdem die ganze Zeit auf etwa 800 Metern über Meeresspiegel. Ist schon beeindruckend, wie hoch dieses Plateau, könnte man ja schon fast sagen, hier ist bei Füssen. Jedenfalls kommt jetzt der entspannte Teil von der Tour, ungefähr auch die Hälfte davon, jetzt über hauptsächlich für Landwirtschaftsverkehr freigegebene Straßen, auf denen wir ganz entspannt rollen können. Man kann die Tour natürlich andersrum fahren, auch dann hat man die Highlights eher am Ende, aber dafür auch mehr Höhenmeter. Wir schreiben einfach mal weiter und berichten, wenn es was zu berichten gibt. Ist doch immer wieder witzig, wenn man an einer Stelle vorbeikommt, ungeplant, die man schon mal gefahren ist. Beim letzten Mal sind wir hier runtergefahren, so entlang einer Viehweide. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir hier ungefähr 10 oder 15 Minuten gebraucht haben, um eine Kameraeinstellung anzufertigen. Und dann habe ich da mein Handy noch liegen lassen und musste das dann hier noch irgendwie auf der Wiese suchen. Ja, ich glaube, das war die Kameraeinstellung, für die wir am längsten bisher gebraucht haben. Ja. Aber hat sich gelohnt hoffentlich. Das war im Video Garmisch-Partenkirchen nach Füssen gefahren sind, genau. Und in Füssen haben wir dann übernachtet auf dem Zeltplatz. Am nächsten Tag ging es dann über den Plansee wieder zurück. Falls ihr die beiden Videos noch nicht gesehen habt, auch hier wieder eine Verlinkung. Könnt ihr dann gerne im Anschluss auch gleich schauen. Jetzt geht's erstmal hoch. So, wir machen jetzt nochmal eine Rast, bevor es dann zum Endspurt geht. Also vom flachen Land haben wir jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Waren jetzt ganz schön viel Höhenmeter gerade wieder. Allerdings ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ja, so 130, 140 Höhenmeter haben wir, glaube ich, noch vor uns. Ja, und jetzt haben wir eine wunderbare Bank gefunden mit Reparaturstation. Also wäre jetzt gerade mal was mit unseren Rädern gewesen, hätten wir die nutzen können. Aber meistens ist es ja so, wenn was mit den Rädern ist keine Reparaturstation in der Nähe. Aber die sieht richtig hochwertig aus. Also hat sich jemand Mühe gegeben hier. Richtig cool. Und wir sehen gerade noch so die Berge. Ja, und dann geht's nach einer kurzen Pause weiter. Wir sind ja vorhin durch Füssen durchgefahren und passend zu Füssen haben wir heute noch einen ganz besonderen Snack mit für unsere Radtour. Wir waren nämlich letztes Wochenende dort und haben da 2 Schneeballen. Ja, nicht Schneebälle, das habe ich glaube ich richtig gesagt. Also Schneeballschlacht gibt es nicht, aber Schneeballen. Das ist so ein besonderes Gebäck aus, ich glaube gar nicht unbedingt aus Füssen, aber jedenfalls irgendwie steht hier Rothenburg ob der Tauber. Aber jedenfalls gibt es die in Füssen und dieser hier ist mit Zimt. Schön weihnachtlich und die probieren wir jetzt mal. Was haben wir hier noch Schönes? Pistaziengeschmack, hat sich Philipp ausgesucht. Wir sind gespannt. Oh ja. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Also wir haben ja noch nie so ein Ding gegessen. Und ich habe schon die Verkäuferin gefragt, wie man das eigentlich isst. Und sie meinte einfach drauf los irgendwie, aber ich weiß nicht, ob man den irgendwie auseinanderbrechen kann. Das geht anscheinend auch nicht so einfach. Ja, deswegen versuche ich einfach mal reinzubeißen. Ganz schön mächtig. Super süß. Ich weiß nicht, ob ich so ein ganzes Ding auf einmal essen kann. Wahrscheinlich nicht. Auch wenn wir jetzt ein bisschen Zucker gebrauchen können. Wie ihr seht, Gourmetkritiker werden wir in diesem Leben wohl nicht mehr. Wir bleiben lieber bei dem Bewerten von Radwegen.
Die kommende Strecke begeistert uns mit ihren ruhigen Straßenabschnitten in abwechslungsreicher Führung durch die harmonische Hügellandschaft des Allgäus. Wir können uns kaum satt sehen an den warmen Farben der Natur, entdecken immer mal wieder eine kleine Kirche oder aber den nächsten See in einer Kulisse aus Wiesen und dahinter thronenden Bergriesen. Es ist so herrlich, in der Abendsonne noch jetzt die letzten Kilometer abzuradeln. Es macht einfach so viel Spaß. Alles nochmal in andere Farben getaucht. So goldene Farben. Könnte man gar nicht glauben, dass heute der kürzeste Tag, fast kürzeste Tag des Jahres ist. Morgen ist die Wintersonnenwende. Und wir haben heute noch so schöne Sonne. Echt Glück. Ja, wenn man bedenkt, dass in 4 Tagen Weihnachten ist das schon herrlich. Auf der anderen Seite, eine weiße Weihnacht wird es nicht geben. Und das ist auch in dem Rahmen dann auch wieder ein bisschen bedenklich. Zumindest in dieser Region hier. In Leipzig waren es ja auch gewohnt, dass es keine weiße Weihnacht gibt. Aber hier geht man eigentlich immer sofort davon aus, naja, es verschiebt sich alles nach hinten. Für uns ist es gut, denn alle Wege waren heute schneefrei. Freie Fahrt, kann man sagen. Mit den fantastischen Bildern der untergehenden Sonne noch im Sinn, radeln wir die letzten Kilometer in Richtung Schongau, ungestört über Wiesen und durch viele Wälder. Langsam aber sicher wird es kälter und wir wollen bald wieder ins Warme. Also treten wir nochmal ordentlich in die Pedale. Ein paar Enten schwimmen bei schwindendem Licht auf dem Wasser der Lechstaustufe bei Schongau. Ein letztes Gewässer am Ende dieser sehr seenreichen Fahrradtour. Die rauchenden Schornsteine einer Fabrik lassen uns nach dieser märchenhaften Radtour in idyllischer Natur wieder zurück in der Realität, zurück im Alltag ankommen.
Eishockey. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt in Schongau. Da sind wir ja schon bei der Tour vor 2 Wochen quasi auch angekommen. Da stand der Zug allerdings schon da. Jetzt müssen wir leider noch ein bisschen warten, waren jetzt doch zu schnell am Ende. Ja. Ja, ich schau mal kurz auf die Zahlen. Wir haben jetzt fast 72 Kilometer und 750 Höhenmeter dann doch. Also es war jetzt wieder mal mehr als gedacht, schon wie bei der letzten Tour auf der Dampflokrunde, oder? Ja, irgendwie passiert uns das jedes Mal. Ja, und doch lernen wir nicht so wirklich draus und wir denken immer, ach ja, es sind ja nur so und so viel Kilometer oder Höhenmeter. Naja, aber egal, wir haben es ja gut geschafft, kräftemäßig, und es war wirklich auch eine bombastische Tour heute. Von der Landschaft her großartig, von der Sonne her hatten wir einfach nur total Glück. Also bis zuletzt noch Sonnenschein und Temperaturen dementsprechend waren auch gut. Außer jetzt zieht's ganz schön an, jetzt wird's kalt. Aber es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, so eine Wintertour mal wieder zu machen, oder? Fandst du auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem muss man das wirklich schon mal dazu sagen, das kann man auch gut im Winter machen. Wir sind nicht besonders hoch gefahren. Ich glaube, die höchste Stelle waren 900 irgendwas Meter. Also da stehen die Chancen schon gut, dass man da jetzt nicht mit allzu viel Schnee zu tun hat. Ja, und flach war es aber dennoch nun wirklich nicht. Also es ging eigentlich die meiste Zeit bergauf und bergab, auch jetzt zum Ende hin. Ja. Haben wir jetzt ein bisschen unterschätzt, aber ist trotzdem, denke ich mal, gut machbar. Es sind jetzt keine Hammeranstiege. Ich glaube, kein Anstieg hatte irgendwie über 100 Meter am Stück im Programm, und von daher ist das durchaus zu empfehlen. Link zur Tour findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, und dann freuen wir uns, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Mal sehen, wann wir mal wieder hierher kommen. Also hier kann man doch schon gut radeln, haben wir gemerkt, und das werdet ihr dann beim nächsten Mal eventuell sehen. Vielleicht, wenn jemand von euch einen Tipp hat fürs Radeln im Allgäu, eine gute Strecke, die ihr schon kennt, dann schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Da freuen wir uns, denn irgendwie gefällt es uns hier sehr gut und wir könnten uns vorstellen, öfter mal herzukommen. Ja, gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Vormittag, Nachmittag, was auch immer, und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.